Part 2. Verdant Wind. Lone Moon. The Rose-Colored River. The Alliance army successfully rendezvous with Judith in Aelel. With the addition of House Daphnel's forces, the time has come to invade Empire territory. Zeit für eine Invasion, Zeit für den Gegenangriff. Geht flott, ne? Part 2 hat recht fixes Pacing, oder? Wenn man bedenkt, wie viel random Zeug wir in Part 1 eigentlich gemacht haben. Gut, das war für den Aufbau von Mystery, aber ihr seht schon, So, Zeit für ein paar Pläne für den Gegenangriff, hä? So, was haben wir erstmal hier am Sonntag? Hau mal raus, Kollege Claude. Preparations are complete. Now it's a game of patience. As they say, good things come to those who wait. Care to elaborate on this plan of yours, Claude? Ja, Can we erklär mal. really do this without battling my father? Pretty soon, Count Gloucester will need to gather his troops in the northern part of his territory. Um gegen das Königreich zu kämpfen? Um die Häuser Regan und Daphne zu bekämpfen. Ich meine, das Königreich gibt's ja gar nicht mehr wirklich, ne? Also, You got it, Teach. ja. The combined forces of the Regan and Daphnel houses will threaten the northern part of the Gloucester territory. Das ergibt Sinn. Nardell, that retainer I mentioned, is going to draw their attention. We'll take that opportunity to make our way through Gloucester territory and launch a surprise attack on the Great Bridge of Murden. And are you not concerned about the possibility that I may tip off my father? The future of the Alliance rests on this battle. I'm certain you won't betray us. Nee. I will ensure our success. Ich habe die ganze Zeit... Ich meine, ich kannte den Teil auch gar nicht, aber ne? Ich meine, alles, was ich an Lawrences Charakter analysiert habe, scheint sich hier so voll zu bewahrheiten. Er wirkt schon hochgestochen und ist teilweise ein Haufen Scheiße. Aber ihm ist es ernst. Ihm ist es wirklich ernst, an seinen Idealen festzuhalten. Und obwohl er gegen seinen Vater hier agiert, weiß er, dass es das Beste für die Allianz ist. Und deswegen hilft er uns. Und deswegen denke ich, Lawrence ist ein interessanter Charakter. I know you will. Yeah. If we can win this fight, then our next goal will be to topple Enbar, the Imperial capital. Direkt ab I zum said Capital. before that my plan was to meddle with the Empire, but I'm gonna do you one better. We are going to defeat the Empire, once and for all. Okay. But to do that, we can't afford to slip up here. Bear that in mind and prepare yourselves for the coming battle. Meinst du, das wird so easy? Ich meine, schauen wir mal, ha? Oh, die erste Woche ist einfach nur Freilauf, hä? Heutiges Ereignis, Tag des Heiligen Index. Ja, Index. Passt schon. Oh, Leonie, bist du Glaube? Singing practice. It's not going to make me stronger. Singing with others is a nice change of pace. Usually I do it when I'm alone. Zwei Meinungen. Zwei ganz verschiedene Meinungen. Oh. Und ich meine, deren Support ist sehr fair. Leonie hat sowieso, glaube ich, so gut wie keine offenen Supports, ne? Hilda will mich sprechen. Let's go. Heute ist der Support-Tag. Gönnt euch. Professor, I asked to be on the sidelines. Why did you put me on the battlefield? Ja, weil du stark You bist. did protect me, so I guess I can't complain. Wait a second, you're hurt. Did that happen when you were defending me? Nein. You're lying. How could you be so reckless? Perhaps Hoppla. you'll say that that's what friends do. They look out for each other and save each other. But if I saw you getting attacked, I wouldn't risk my neck to save you. Doch, das würdest du. No, don't overestimate me. I don't know if I've told you this, Professor. I have a very impressive big brother. Das stimmt. Hilda will immer so ein bisschen behaupten, dass sie ganz anders ist, als sie eigentlich ist. Also in allen ihren Supports sagt sie immer so, oh, sie will nicht arbeiten, sie will alles immer nur anderen machen lassen, sie will nicht kämpfen, sie kann das ja gar nicht, sie kann vollkommen kämpfen, sie hilft anderen sofort, wenn es sich anbietet. Sie ist eigentlich so ein laufender Widerspruch. Man darf sich nur nicht vom Ersteindruck täuschen lassen bei ihr. Definitiv nicht. I'm not just saying that. He's strong, smart, nice. He's basically perfect. Before Claude turned up, people talked about him becoming the next leader of the Alliance. Nicht Lawrence? Don't mention that Oha. to Lawrence, by the way. He
never shuts up about that kind of thing. Anyway, my parents have high expectations for my brother, and he almost always meets them. No one expects anything of me. If something's even a little bit difficult, I find someone else to do it for me. That's what I've done my whole life. Hast du etwa Angst, andere zu enttäuschen? Of course. I can't stand the idea of not meeting someone's expectations. I know how people react when that happens. From watching my brother, I mean. People force their expectations on you, and then if you fail, they look so disappointed. Whenever that happens to my poor brother, he looks just devastated. So don't expect anything of me, please. That way, I can't disappoint you. Ich habe keine Erwartungen, aber ich glaube an dich. You're stubborn. Okay, fine. Keep believing in me. I do want to support you and support my friends. I just don't want to let you down. Ach, tust du nicht. Alles gut. Habe ich jemals erwähnt, dass sie mich enttäuscht? Vielleicht, aber psst, psst. Habe ich nie gemacht, okay? Habe ich nie getan. So. Wir haben Sonntag. Zeit für Erkundung. Wahrscheinlich ein paar Quests, die nicht so wichtig sind. Und 3 Millionen Support-Gespräche. Wie viele haben wir hier? Ah ja, jeder außer Leonie. Weil Leonie, ich meine, du könntest mit Leuten noch supporten, aber scheinbar nicht gut genug. Okay. Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen mal erstmal erkunden und fangen dann an, systematisch uns mit den Supports auseinanderzusetzen. Ja, wie ich mir dachte, Quests sind nicht mehr so sehr ein Ding, ja? Wir gehen erstmal zum guten alten Garten, reden mit dem Gatekeeper und dann können wir eigentlich schon am Restaurant wahrscheinlich chillen. Ich kann mal schauen, ob Anna in ihrem Geheimladen neue Stat-Booster verkauft. Judith hat uns tatsächlich, hier Dingens, Geheimtropfen gegeben. Geheimtropfen? Doch, Geheimtropfen, ne? Stimmt ziemlich gut. So, ich will natürlich gerne an. Hau raus. Raus. Neue, Ja, der Granatapfel ist aber jetzt nicht das, was ich eigentlich will. Habe ich eigentlich nur so schlechte Kräuter? Was halten wir von Nordfoldland-Samen, hä? Die mache ich jetzt mal. Und ein bisschen pflegen. Ja, komm. Bisschen bessere Erde. Ich bin fast arm. Ich könnte nicht mal so viel bei, Anna kaufen. The Great Bridge of Myrden isn't just a bridge. It has the features of a fortress. I believe it was built for military purposes by the first leader of the Adrestian Empire. In other words, it's even older than the monastery. Okay. So if we occupy the Great Bridge, we'll have to search it from top to bottom. Immerhin, das kriegen wir schon hin. Ah, bei dir kann ich eh nichts lernen. Also von dir, Ignaz, kann ich doch nichts lernen, Mann. Quatsch. Der Junge, der crittet wie sonst was, ja. Ich denke, sein hoher Skillwert und so oft wie Crits hier procken können in dem Spiel, ist schon ziemlich stark. I've been away from Garrick Mach for a while, but I came back when I heard the rumors of what you were doing. The scars of 5 years ago may still be raw, but it's nice to be back. Interessant. Anyway, I'm going to start up business here again, so I look forward to your patronage. Hast du cooles Zeug? Aber erstmal Gatekeeper, was geht ab? Greetings, Professor. Nothing to report. Aber I was talking to some of the Daphnal soldiers earlier, and it seems that Judith has a weakness. But they wouldn't tell me what it is. I got the feeling they didn't appreciate the question. Pardon me for being curious. That said, Wie kannst du nur? maybe keep this to yourself. Not that she terrifies me to my soul, but I'd hate to get on her bad side. Natürlich. Übrigens, warte mal. Habe ich das richtig gesehen? Ach goddammit, Judith ist doch nicht da. Mann, das wäre auch cool gewesen, hätte man sie als Einheit bekommen. DLC-Quest von nicht Anna. Hast du Zeug zu kaufen? All of my fellow merchants seem to be endangered. Oh I no. hope things go back to normal soon. People need more to smile about, aside from my great deals. Ich lache immer über deine Deals. So, was hast du hier? Irgendwas Cooles noch? Nö. Ich meine, du hast Ultima-Siegel und du hast, Elixiere, die, eigentlich dich voll heilen. Das ist schon ziemlich nice, aber sonst, ne? Also sonst? Also, ne? Sonst? Okay. Wie wär's, wenn wir mal anfangen mit dem einen oder anderen Support?
Ich glaube, Flane hat die wenigsten mit Ignaz, ne? Dann wäre das schon mal weg. Aber fangen wir mit Claude. Claude und Lawrence auf B. Dann haben wir Lizzie und Marianne auf B. Bei Flane kann er noch auf B gehen. Und dann ist der Mann eigentlich auch bald fertig mit Supports, ne? Starten wir. Let's go. Claude, are you aware of the most recent conflict within the Alliance? Hello to you too, Lawrence. And you'll have to be more specific. The Alliance is always bickering over one thing or another. Margrave Edmund is raising objections over the assignment of his troops to the eastern defenses. Okay. If you please one noble, another will only gripe. No matter what happens, there will always be conflict. That is just the kind of lackadaisical attitude that causes more conflict among us than necessary. Now, listen to me carefully. House Edmund may not hold much land, but the land they do control is quite rich. They also maintain a thriving port. Their influence is poised to rival even the most powerful players in the Alliance. Yet they claim they cannot spare a fair share of troops? Do you find it acceptable to let such an obviously unreasonable objection stand? Er spricht ein bisschen Wahrheit. In den Crusader Kings wäre ich auch pissed auf so jemanden, ja. It's not as though the threat of Elmira to the east has proven all that threatening of late. Das stimmt. Such negligence! What makes you so certain the Almirans will not attack us tomorrow? If certain dukes hold back their proper share of support, it will only serve to weaken House Goneril's hold of our eastern flank. Ich meine, prinzipiell ergibt das ja Sinn, was er sagt. Das Ding ist halt nur, Claude weiß irgendwas über Elmira, die greifen nicht so oft an, die machen auch nicht wirklich ernste Angriffe oder so. Und das Ding ist halt prinzipiell, vor allem in so einer Situation wie jetzt, ja, wo Fodlan so unstabil ist, wo Fargus essentiell nicht mehr existiert, bis auf, ich glaube, ein Herzogtum und ein Markgraf sind noch da oder irgendwie sowas, ja. Prinzipiell nur noch ein paar Territories existieren, die noch unabhängig vom Kaiserreich sind. Gloucester und eigentlich fast der ganze Süden der Allianz gehört schon zum Kaiserreich, mehr oder weniger als Vasall. Fodlan hat nur noch das Kaiserreich da. Wenn Elmira jetzt über die Berge gehen will, sind wir jetzt am schwächsten. Dann nur die Sache, ist es dann sinnvoll, will man sich mit dem Kaiserreich anlegen? Vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung. Aber Claude weiß bestimmt irgendein Zeug, also lass den Mann mal kochen. Calm yourself. I am well aware that the financial situation of House Edmund is quite exceptional. However, what you fail to realize is that they're lacking in troops. They're not lying when they say they don't have that many to spare. Oh. As it were, the Almirans have been nothing but peaceful since we refortified Fodlan's Locket. And are you aware that Margrave Edmund paid the majority of the costs for those repairs? Is that so? Oh ja, also dann? In fact, it's largely thanks to the skilled craftsmen he assembled that the fortress is now so impregnable. I, for one, wouldn't want to attack a fortress as formidable as that. I do see your point. If House Edmund has already made its fair contribution, then that is all we can ask. Very well. I withdraw my objection. Gut. But even the sturdiest fortress needs soldiers to defend it. If we continue to squabble amongst ourselves, it will eventually fall. Ja? Well, and here I thought he only cared about status. Still, if someone like him really came to lead the Alliance, it would not bode well for Elmira. Ja, genau so. Genau das denke ich mir auch. So, wir hätten hier Lizzie und Marianne. Was hat Lawrence? Oh, Lawrence? Lawrence könnte hier bei der einen oder anderen Person ein bisschen abschließen. Wie wär's, wenn wir immer wieder ein bisschen Abwechslung? Ich meine, brauchen wir immer Abwechslung? Machen wir das einfach systematisch durch. Let's go. As you can see, if we were to face an enemy on this terrain, I would go here, and you would go here. Hang on. If we're trying to repel the enemy, I should be positioned there, correct? Huh? I'm not sure that's the best idea. Take a closer look at this map. Ja, schau dir mal die Karte an. There's a graveyard over here. Might run into some of those ghosts you hate so much. Claude, will you knock it off already? So help me. If you continue treating me like a child, I'll... Easy there. I'm sorry, okay? Just don't start blasting off any spells in here. I've more pride than to turn an unarmed soldier to cinders. It wouldn't kill you to speak to me as an equal when we're discussing matters as serious as this. Actually, I see you as more than an equal. There's no questioning the power you wield. And I was being serious about the formation just now. The bit about the ghosts was just me having fun with you. Or trying to.
You're so smart, I figured you'd catch on to that right away. But back to the formation. Can you see why I arranged it like I did? The area I want you to guard requires the ability to adapt to an ever-changing situation. Who else could I trust with such a difficult task? You're my best bet for something like that. Also wenn wir jetzt wirklich von dem Gameplay hier sprechen, dann ist Lizzie absolut nicht dazu geeignet. Du, Claude, schon. Leonie, auch so. Bubatz eigentlich auch, aber sonst mangelt es uns eigentlich an Einheiten, die das wirklich so gut können, prinzipiell. Lizzie absolut nicht. Lizzie kann eine Sache, sie kann Magie draufhauen und Gegner töten. Ja, und ganz schön weit wegstehen. Das ist ihr Ding. Alles andere, nee. Perhaps that's true. Think back to the times we fought together. When have I ever treated you like a child on the battlefield? I depend on you, Lysithea. I value your power almost as much as I do Teach's. Truly? I swear to you on all of Fodlan, I'd like to have my fun, but I wouldn't joke about something like that. I consider you a valued ally. I'll stop now before I inevitably drift back into teasing you again. Just know that I meant every word, okay? Smooth Fair talker. enough, then. From here forward, see to it that you treat me with the respect of an equal. And I admit that you are not short on talent yourself, but don't go getting a big head over it. Wenn wir jetzt von Fire Emblem Einheiten reden wollen und allgemeine Performance, Lysithea ist natürlich super stark, klar, sie killt uns eine Menge Zeug weg, ohne Frage. Aber wenn es darum geht, eine Unit flexibler und vielseitiger mit ähnlichen Vorteilen einzusetzen, ist Claude schon besser. Claude hat halt super gute Bogenskills, er tötet eine Menge Zeug, der hat 4 Stärke, der hat einiges an Verteidigung, der kann mal was einstecken, viel mehr Movement. Ist vielleicht ein Hot Take, aber ich würde sagen, Claude ist schon besser als Lysithea, einfach wegen seiner Flexibilität. Und er geht auch hin und macht Boom und kaputt. Nicht immer perfekt, so wie sie, aber er ist nah dran. Er ist nah dran. Ich meine, er hat wahrscheinlich auch viel mehr Kämpfe hinter sich als Lysithea, ne? Dafür, egal was sie anfasst, schmelzt dahin. So, Marianne hätten wir. Oh, dann müssten wir hier nur A-Rang, Lawrence A-Rang. Ne, Lysithea und Marianne geht auch A-Rang. Und Flane hat auch noch B-Rang. Und Leonie A-Rang. Oh, der hat auch so viele Supports, Mann. Let's go, machen wir weiter. Marianne, please accept my apologies for my behavior yesterday. I'm not sure what you mean. Erklär dich. Los. Asking you about your family like that was pretty insensitive of me. No matter how curious I am, that's no way to treat someone. I'm sorry. Oh. Oh, no. You weren't being insensitive. I just didn't want to talk about it. I don't spend much time talking about myself. Not to people, anyway. If not people, then with who? Unpeople? Non-people? Well, yes. I'm much more comfortable talking to anyone who isn't a person. I was actually joking, but now I'm mystified. Who is it you like to talk to? Dorte the horse. Ah, of course. Good old Dorte. And does he understand what you tell him? We understand each other. He tells me when he's sleepy, or when his stomach hurts, or if his nose itches. Sounds like a complainer, that Dorte. But let's table this fascinating discussion for just a moment. Now that we've gotten in some small talk, I'd like to know what you're hiding. You are hiding something, right? Your lineage, perhaps? No. If I'm wrong, I'm wrong. If it's all just idle gossip, that's fine too. Ja, ihr crest halt, But if it's something silly like, my ancestors were cursed, therefore I'm cursed, you should know that I won't accept that nonsense. That sort of thinking is stupid, and that's all there is to it. Say your ancestors were thieves. Does that make you a thief, even if you've never stolen a thing? Of course not. But people have burdens to bear from the moment they're born. My burdens are so big that I'm sorry, I can't discuss this anymore. People certainly are born with burdens. She's right about that. But Ach, Marianne, Claude. don't you know that you can choose not to carry them? Inwiefern denn?
Ist das so einfach, wie du das sagst? Easy so easy. Ja, wir haben hier auch 3 Supports. Raphael, Lizzie und Marianne. Na komm, gehen wir sofort weiter. So, Claude hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quasi 8 Supports. Er hat 8 Supports noch offen. Das ist doch so viel. So viel mehr, als ich dachte. Wir können einige Supports immer noch nicht machen. Lizzie ist noch nicht so weit, scheinbar. Komm, wir gehen systematisch weiter. Oh, wenn ich normal spiele, skippe ich das immer so viel. So hungry. I gotta eat something. Ja, ich auch. Again, Raphael. Here, perhaps this will suffice. Oh. Really? I can have this? But don't you need to eat after all that training? We can't have you starving, can we? Your strength is a great asset. It would be a terrible loss if you fell faint in battle. Besides, ja, aber no true noble can look upon the hungry with indifference. Seriously? Wow, that's awful generous of you. Thank you so much. You're welcome. But listen while you eat. I believe it would benefit you to pay more attention to the way you carry yourself in the company of your betters. It is the duty of the nobility to protect the common folk. And, in return, the commoner is expected to show deference and respect. Naturally, I understand that there is a certain tendency toward familiarity because we are classmates. However... Oh, that was tasty. Raphael, did you hear a word I just said? Nö. Oh, hey! I sent my little sis some of that fancy treat you gave me a while back. She wrote back to say that it was tasty and to thank you. So thanks. That is excellent news. I'm pleased to hear that you both enjoyed it. But there's no need for you to thank me. It was actually a gesture of gratitude in the other direction, from me to you. Thanks to the wisdom of your words, I have begun to consider my approach to dining in a completely new way. Oh. Mealtime has proven to be ideal for the study of character. It is a tool I intend to make great use of as the leader of the Alliance. Yep. It's just like I told you. Food tastes better when you eat with good company. That's not quite what I meant. No matter. You are satisfied, I trust? I could probably keep eating, but I'm ready to train. All right. Time to get back to it so I can protect my buddy Lawrence. I've not quite gotten through to you, have I? It is not the duty of a commoner to protect a noble. That is fundamentally against the order of society. But if you hadn't given me food just now, I couldn't have survived on the battlefield because I'd be too weak to train. Who'd take care of my little sis if I wasn't around? She'd probably end up starving to death as well. In a way, by feeding me, you're protecting her too. It was only a little food. There's no need to get carried away. You're a real decent noble, you know that? Worrying so much about my sister and all. All I gotta do is protect you. Sure. Then you protect everyone else, right? I'm not certain your logic is sound, but your strength is undeniable. Very well. Do as you like. Dining certainly is a window to the soul. Eating with you has helped me to see that I've misjudged you. You're not some gluttonous simpleton. You are grateful for the protection the nobility offers, and eager to emulate our example. Genau das, Lawrence. Genau das, ja. Ja. Sure, buddy, sure. So, Lysithia und Marianne haben wir noch bei dir übrig. Oh Gott, wie viel habe ich denn generell noch übrig? Ignaz und Lysithia und Flane haben wir. Oha. Dann haben wir Marianne und Lawrence so noch. Dann wäre sie fertig. Hilda und Cyril. Oh, das ist doch nicht mehr so viel, als wie ich dachte. Okay, let's go. Kommen bestimmt noch 3 Millionen dazu, aber hey. Picking wildflowers? Seems such a common activity for someone like you. To me, the most beautiful flower is the one that blossoms by its own strength. Lysithia, please accept this as... Oh. Knock it off! Sorry. It's just that the thorns are a bit sharp, and I'm not a fan of killing nature. True sympathy, even for the smallest wildflower. I admire your kindness. When you inherit your house, that kindness will be a balm to your subjects. They and the neighboring lords will trust you instinctively. Politics.
again. Immer. Das ist ein The ganzes Alliance has Ding. been harmed in the past by lords who thought only of themselves, who saw others as a means to an end. But you understand others' pain. With you around, I am quite hopeful that the Alliance will flourish again. That's not something you should get your hopes up about. House Ordelia will end with my father. I'm sorry? I understand you have a distaste for politics, but could you really allow a noble house 3 centuries old to fall to ruin? This goes beyond you and even your house. What would become of Fodlan if all its noble houses withered away in such a manner? The people would be in disarray. The balance of power would crumble. Chaos would rule. Ich meine, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich glaube, er hat nicht ganz unrecht. Es wäre wahrscheinlich eine ziemlich chaotische Zeit, wenn auf einmal die ganzen kontrollierenden Häuser, die wahrscheinlich alles so ein bisschen auch in der Balance halten, auf einmal alle nicht da wären und die Territories sich aufspalten müssten und dann... Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Weil wenn müssten alle weg, aber wenn ein paar weg, dann hat man immer so ein Power-Vakuum, ne? No, it's just... My body, unfortunately, is not built to last. And I have no siblings. When I die, that's the end. What? Noble birth has been nothing but a source of pain for me. For me, and for my parents. We got sucked into the rebellion in the Empire, and it led to many responsibilities for us. The things we went through. I can hardly bear to speak of it. All I want now is to give my mother and father the chance to live out their years in peace. I intend to do whatever I can to ease the hardships of our people, while I still have life left in me. Naturally, I worry about what will come to pass after I'm gone. But I'm sure things will work out, so long as there are people like you around working so hard for a better future. So you have been thinking of the future, even despite all of that. I am so sorry. I had no idea. Lysithea, I have offended you most persistently. Please find it in your heart to forgive my impudence. Don't worry about it. If you're so insistent upon being my friend, I'm sure more tasty snacks and tea will help persuade me. But if speaking of the future holds such importance, better to find someone who actually has one. I understand. Yes, let's take tea together again soon. Hartes Thema scheinbar, hä? Interessant, dass das, was sie erzählt, so in ihren Charakter halt reinspielt, ne? Ich meine, sie hält wirklich nicht viel aus, also... Genau. Okay, mehr Gelaber von Häusern. Was ist hier besser mit Marianne? Diesmal? Ich merke schon, starkes Schweigen. Krass. Ja. What is it, Marianne? I'm curious why you've been eating your meals near me as of late. I'm not much for conversation. Die sollten am Essen gerade sein. For words, and I never know how to respond to questions. Well, it's true that there are some who prefer a lively dinner table, but I prefer to eat in peace. With you, my meals are a relaxing experience. In fact, you are the most peaceful dining companion I've ever had. Really? There is a real grace and fluidity to your every movement. I greatly appreciate refined table manners. Observing you all this time, I believe I've realized what is so striking about you. Your beauty comes from the heart. It is an inner beauty. It is not some flamboyant pageantry, a product of external adornment or grooming. When I first noticed it, I thought that it could use some refinement, a little polish. But I was mistaken. You are perfect in your natural state, just as you are. Immerhin hast du das festgestellt. Das davor klingt immer noch fucking creepy. You think I'm beautiful? Just the way I am? Certainly. To add a superficial luster on top of what you already possess would be offensively redundant. No one's ever said anything like that to me before. Alas, I am the only one with eyes. But perhaps it is for the best that your beauty not be revealed to all the world. Yes, it is certainly better that only I, Lawrence Hellman Gloucester, can appreciate your true magnificence. Ach, halt die Schnauze. And on that note,
I bid you farewell. What a strange person. But being called beautiful just the way I am, that was nice to hear. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Ah, Lawrence. So, Ignaz und Lysithia hätten wir. Dann haben wir noch Hilda und Cyril. Und, Lane und Ignaz. Ah, okay. Ignaz hat 2. Ignaz hat 2. Und dann haben wir noch ganz viele Meals. Hey. Oh, Lysithia. Will sie sich entschuldigen? Can you help me out with my shopping? Yes, of course. You need me to carry stuff? Sie hat nach Hilfe gefragt. Actually, can you pick up some tea for me? I'd do it, but I'm drowning in work. You're so busy you can't go shopping. Okay. Do you have a favorite kind of tea? I'm not too picky. I just like having it around, really. Whatever's cheapest works for me. Here's some money. One question. Why me? You don't really need my help for this. I just thought I could lean on you a bit. You know, rather than trying to do everything on my own. Character Right, development. I see. Well, good. I'm glad you decided to approach me. Ah, but for this particular task, you might be better off doing it yourself. Oh? Hmm? There are so many different kinds of tea, and I'm not very discerning. Well, what if I get you one you don't like? When I do my own shopping, I pick a tea at random. Otherwise, I'd be paralyzed by all the choices. It's the same with food. Sometimes I stare and stare at the options and never decide. You look like you were doing just fine when you went to get groceries the other day. I really had to push myself to do that alone. I don't think I can do that again. Sorry. Uh-huh. So, you've stopped trying to do things on your own, then? Yeah. Still, though. For today, how about you have some of my tea? If that'll do. Sounds nice, sure. Do you mind brewing mine while you're at it? Okay. Though I can't do it as skillfully as Lawrence, I'm afraid. I'll get it ready right away. Feel free to start focusing on your work. What? Hmm? I mean, you seem plenty reliable to me. Eigentlich schon, ja, ja. Really? How so? You're fun, you're easy to be around, and you rarely complain when you help others. Well, I'm just pouring you some tea. I'm not sure that qualifies as help. It's not easy for me to rely on people, but with you, it's different. Well, there aren't many things I can do, frankly. What I can do, I will do. So if you need anything, ask me, and I'll try to help. You really are unreliable, as it turns out. Guess I'll just have to take your word for it. Was denn jetzt? Naja, okay. So, Ignaz und Flane. Ah, der ist auch überall B. Ja, Ignaz hat auch nicht mehr so viele Supports, ne? Er hat mit Leonie noch 2 Supports, das ist interessant. Mit Cyril hat er auch noch was. Aber gut, 2 Support-Gespräche, bevor wir ganz viele neue aufbauen, weil wir ganz viel essen gehen. Und dann sind wir fertig. Oh, es sind immer so viele, ne? Früher Fire Emblems, falls ihr euch fragt, dass das immer so im Bulk ist, ne? Frühere Fire Emblems hatten das mitten in der Schlacht. Modernes Fire Emblem, was wir als Remake haben, wäre halt Echoes Shadow of Valentia. Das mag ich eigentlich ganz gerne, weil wenn du einen Support hast, ist es in der Map angezeigt und du lässt die beiden in der Map miteinander reden. Ich bin persönlich viel mehr ein Fan davon, anstatt so viele am Bulk zu sehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde sie nicht schlecht oder so, aber es ist ein bisschen viel manchmal und ich tendiere leicht dazu, das vor mir herzuschieben, trotz der ganzen Boni, die man bekommt und you know, irgendwann denkst du dir, oh, ich weiß nicht, habe ich das schon mal gesehen? Dann skippst du es, aber wenn du es mitten in der Map hast, klar, ist vielleicht ein kleiner Pacebreaker, aber ein erfrischender Pacebreaker vielleicht auch. Ich mochte die Supports in Shadows of Valentia, die waren ein bisschen kürzer, angenehmer, schneller accessible und nicht alle so in einem Bulk auf einen Schlag von 3 Millionen Gespräche. Oh. Oh Gott, was machst du denn? Flane, no! Flane ist tot, Leute, scheiße! Flane, I'm so sorry. Are you hurt? Ja. No, no need for concern. I'm quite all right.
Sure. Are you sure you're all right? Were you injured? No, nothing of the sort. I just got a bit dizzy, standing up so quickly. We should go to the infirmary. Come on, I can take you there. Come now. I appreciate the concern, but I am quite all right. Look, I am perfectly fine now. Sie hat den hier gemacht, okay. Okay, muss wohl stimmen. Ignatz. Warum starrst du so? Oh nein. Are you... there? Yes. I'm sorry. Did you say something? I understand now. Understand what? Though I know little regarding affairs of the heart, even I can clearly see one's intent when they stare so much. I am sorry, but at the moment I am not looking for... well... Oh, no. You misunderstood. Will dich sicher nur malen. You just what? What is it? I'm just fascinated by you. Fascinated? By me? Yes. Your gaze, full of divine dignity. Your silhouette, as elegant as a statue. If Saint Sethlene herself were reborn, you would look no less wondrous than she. I see. Oh, I'm sorry. So sorry. I don't know what came over me saying something like that. No, not at all. Tell me, what are your thoughts on Saint Sethlene exactly? Well, from the few accounts I've heard, she was a beauty, and her kindness was inexhaustible. Very good. As a reward, I shall not report your behavior to my brother. This time. Yes, I'd be most grateful if you didn't. I can hardly imagine what Seth would do if he found out. Well then, farewell. Perhaps we will have another chance to chat later. She seemed awfully pleased, didn't she? Ja. Warum wohl? Wir werden es nie erfahren. So, Hilda und Cyril, wir haben es geschafft. Let's go! Ah, Cyril. Cleaning again, I see. Immer am Arbeiten. Hilda, you're in the way. Move it. Geh zur I'm Seite. supposed to refill the horses' water troughs, but I can't find the buckets. I was told that they'd be in the usual place. What's the usual place? Maybe you'd know where that is if you did your job sometime. You know, Cyril, I don't want to interrupt you while you're cleaning, but... Aber... Come on, the buckets are over near the wall, where they always are, because I put them there. Okay. Ja gut. Das war nicht der Support, ne? Thanks Nee, for your okay, ich help. wollte schon sagen. You're pretty strong. I bet you're tired, though. Come on, let's rest a bit. Okay, just for a minute though. I got more work to do. Sie wartet. Bist du fertig? I'm not a fan of awkward silences. Anything interesting happen lately? I died. Figured you were the one with something to say. Quiet don't bother me. I need an interesting topic for this letter I'm writing to my brother. I'm stumped. Your brother write to you a lot? Constantly. Yeah, he must be bored. He's always going on about how worried he is for me. What's worse, if I take too long to reply, he gets more worried and writes more about it. Write about your life, maybe. You know, stuff like, I got real lazy again today. Or maybe, can you believe I still don't know where they put the water buckets? You're mean. Do you really think that little of me? You're a lazy gal who gets people to do her work for her. I never knew anybody like that in Elmira. Oh, really? So Lady Rhea isn't the only difference between Fodlan and Elmira after all? I don't like comparing Lady Rhea with you, but I figure you're right. But you know what's real weird? Nobody seems to mind picking up your slack. Even me. Sorry, what was that? Nothing worth repeating. Anyway, I gotta get back to work. Woran das so He's liegt? such a diligent boy. I don't think I've ever seen someone from Fodlan work that hard. Oh, hang on. I never got an idea from him about what to write in my letter. Ah. I guess there's nothing for it.
maybe I can just write about Cyril. Mach das. Wenn ich nicht weiß, was ich antworten soll, vergesse ich es immer der Person zu antworten und denke mir so, fuck, jetzt wirkt das ein bisschen wie Ghosting, ha? Ja, was hast du für eine Quest? Suche das Item, das Anna gehörte. Vielleicht ist es im Speisesaal verloren gegangen, bestimmt. Ja, das waren wie viele Minuten jetzt an Supports? Junge. Glaubt ihr denn, dass die 3 Millionen Support-Gespräche immer in den Spielen einbauen, ha? It looks like people are slowly starting to come back to the town. I guess they feel safe now that you and the Knights of Saros have returned. Peddlers have become more common too, so there'll be food and supplies available. Nice. After being run down for all those years, it's really becoming livable again. Das ist super. So, was ist die Quest, ha? Schalte die Banditen auf der Straße aus und beschütze die Händler. Sobald du diese Quest beendet hast, wird ein neuer Händler am Marktplatz erscheinen. Was für ein Händler. Ich würde wirklich gerne wissen, was für ein Händler. Das ist nämlich ganz schön verlockend. Aber ich kann doch nicht... ich kann doch nicht so eine Sidequest machen. Aber Battle-Sidequest, wir sind doch eh viel zu stark schon. Das Spiel ist doch eh schon zu leicht. So, was geht ab, kleines Mädchen? Hier, bitte. So, was haben wir bekommen? Irgendwas Besonderes? Scheinbar nicht, I guess. Keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt wirklich keinen Plan, wofür das war. Naja, gehen wir essen. Ich denke, es ist an der Zeit. So, wir müssen jetzt schauen, wie wir die Pairings beim Essen gestalten. Wichtig, ja? Oh ja, Raphael, was hast du zu sagen? I'm full for once. I've got so much energy. Let me at that great bridge of Murden. I'll bust it down myself. Let's go! But then how do we cross? Keine Ahnung. Das musst du wissen, Mann. Das musst du wissen. Wenn du alleine losgehst, hoffe ich, hast du einen Plan auch, ja? Wenn nicht, dann selber schuld. Okay, so, wir fangen mal an. Claude, ja? Claude hat mit mir und Lawrence zum Beispiel noch Support. Ich würde also sagen, Lawrence und ich am besten. Ich meine, Flame geht auch. Aber Lawrence und, scheinbar Spezialität des Tages sind Leute nicht so sehr Fans. Claude und Leonie geht auch, I guess, scheinbar. Das ist heute ein überraschend unbeliebtes Essen, habe ich das Gefühl. Ja. So, habt ihr denn jetzt Support aufgebaut? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, natürlich instant. Nein, ich habe mit Leonie Support aufgebaut. Okay, das heißt, Claude und Lawrence immer noch möglich. Nee, es ist nicht mehr möglich, weil er fertig gegessen hat. So, Lawrence und wer? Dann schauen wir mal bei Unterstützung. Lawrence, wenn nicht mit Claude, kann er mit Lycidia. Gut, dann machen wir Lawrence und Lycidia. Oder Marianne geht auch. Perfekt. Lawrence, da Lycidia, gönnt euch zu essen. Rein da. Wir sind bei Lizzie zwar fertig, aber das passt schon, ja? Wir gehen systematisch durch und machen die Supports alle voll. Der Füller macht das, keine Sorge. Haben wir? Haben wir nicht geschafft. Okay, das heißt, wenn Lawrence jetzt voll ist... Raphael, mit wem kannst du? So, du hast Ignaz, Lizzie, Marianne, Hilda, Leonie, Flane. Du hast eine Menge Leute, vor allem Flane. Vor allem Flane kannst du noch offen haben. Haben wir keinen Raphael irgendwo? Raphael. Ich meine, Raphael kann mit Flane, ne? Cyril halt nicht. Dann machen wir die beiden. Okay. Gönnt euch dann scheinbar. Haut rein. So, hast du denn einen B-Support dort? Und? Haben wir es geschafft? Oder hat der Füller versagt? Nee, der Füller hat auf aller Linie versagt, denn ich habe nur Support mit denen aufgebaut. Okay, Moment. Mit wem können wir überhaupt noch essen? Ignaz, ne? Schauen wir mal. Ignaz, wen hast du denn alles noch übrig hier? Außer mich natürlich. Ne, wir sind voll. Du hast Raphael, Raphael ist voll. Marianne ist, glaube ich, voll. Hilda, Leonie, Flane, Cyril, eigentlich alle ziemlich auf, vor allem Flane und Cyril, noch auf C-Supporten nur. Schauen wir mal. Du und Marianne, ihr könntet auf jeden Fall essen, also gönnt euch. Rein da, let's go. Macht mal fertig. Sehr schön. Wunderbar, ich weiß. Super toll. Natürlich. Speisekarte. So, Hilda haben wir noch offen. Ich denke, vielleicht können wir Hilda und Cyril noch machen. Und dann habe ich echt keine Supports mehr offen, oder? Ich glaube nicht, weil alle sind dann gesättigt.
Hilda und, ja, Cyril geht auf jeden Fall. Setheth ginge. Setheth ginge, Cyril und der Rest will wahrscheinlich nicht mehr essen. Ich meine, ich habe getan, was ich konnte, okay. Perfekt. Dann machen wir mal Hilda und Cyril. Let's go. Setheth setzt aus halt, ne? Passiert, passt, ist okay. Gönnt euch. Und alle voll. Und Dozenten rangehauen. Woo! Ich habe eh keine Punkte. Also, ich habe eh schon zu viele Punkte, aber ist in Ordnung. Und haben wir noch mit irgendwem was? Natürlich, wir haben mit Cyril, mit Raphael, mit Leonie, mit Flane. Wir haben mit allen Leuten Support aufgebaut, aber nicht untereinander. Ist in Ordnung. So, wo finde ich eigentlich Cyril? Cyril? Warte mal, Manuela und Hannemann sind ja gar nicht da, ne? Hätte ich die rekrutieren müssen, bevor die hier sind? Stoßen die gar nicht mehr zu uns? Scheinbar nicht. Was doof ist, ich hätte Manuela behalten sollen, ne? Lady Rhea was dragged off by the Imperial Army? I heard that was true. Why did they Scheinbar. take Lady Rhea? Professor, they didn't take her to kill her, did they? Keine Ahnung. Wir haben sie wahrscheinlich noch nicht getötet. Yeah, good point. If they did, we'd have heard about it by now. You gotta help her, Professor. I'm begging you. Ich kümmere mich darum. Bring mir fliegen, Boy! Und? Cool. Sehr schön. Manuela ist halt wirklich nicht da, ne? Nee. Wild. Ich wusste das auch gar nicht. Ist das so? Ich meine, es gibt eine andere Route, da wäre sie auf jeden Fall da. Ja, auch interessant, dass zum Beispiel Alois und so nicht da ist, ha? Tja, hatte keine Ahnung. Naja. Judith ist hier. Kann sie mir was beibringen? Vielleicht kann sie mir was beibringen. Judith, kannst du mir Fliegen beibringen, bitte? Ich glaube, wir werden keine Flieger mehr. Ich glaube, der Zug ist komplett abgefahren. Aber wo genau chillt sie hier eigentlich? Ich glaube... Ah, da! Direkt vor uns. Nee. Judith? Ach, da steht sie, ne? Nee. Doch, das ist sie. Da. I don't know where he recruited that man, but Claude's got an eye for great talent. I'm talking about his retainer, Nardell. I've only spoken with him briefly, but he seems to have a fair amount of both brains and brawn, with the skills to match. But there's something about him I can't quite place. Like I've somehow heard of him before. Hast du? Naja, so, ich denke, aber ich bin dann scheinbar fertig. Ja, ich habe einen Punkt übrig, aber... Ja gut. Wo soll ich den jetzt reinstecken, ne? Moment. Wenn Catherine hier in der Nähe ist, dann kann sie mir was über Schwerter beibringen. Professor. Oh. Oh? Ah ja! Ja, können wir hier auch den Support starten. Von mir aus passt. Hey, Professor. Can we talk? Ich habe noch ein paar Minuten, ja. I feel terrible about the last time we spoke. I was trying to apologize and just ended up losing my temper again. I'm really sorry. Aber nicht nochmal das Gleiche passieren, okay? Ist schon in Ordnung. I figured you'd say that, but I still feel like an idiot. Somehow, I just have a hard time keeping my feelings in check around you. And I think if I don't just tell you what I'm thinking, we'll never be able to have a normal conversation. Fair So, point. let me clear the air. I want us to, engage. Der englische Dialog ist sehr interessant. Ich fordere dich. Ich meine, engagen bedeutet auch zum Beispiel verloben im Englischen, was das Ganze wahrscheinlich ein bisschen lustiger macht, ja? Mich fördern etwa zu einem Duell? Yeah, exactly. I know it's a sudden thing to ask, but I'm not going to feel settled until I know where I stand. Would you do that for me? Sure. Na gut, let's go! Wahrscheinlich verprügelt sie mich. Don't hold back, okay? I want Okay. to see you at your absolute best. Okay. Oha, Effekte? You got me. I'm completely outmatched. Ah, du hast dich gut geschlagen, aber scheinbar. Maybe. But you were definitely stronger. Honestly, that's what I needed to see. You're a true successor to Captain Gerald's style of swordplay.
I almost felt like you were him. I thought I was competing with you. But that's as pointless as competing against him would have been. So instead of that, I'm going to focus on keeping the promise I made to him. Versprechen? Captain Gerald said that if anything should happen to him, I'd have to support you in his place. He didn't sound serious at the time, but it was right before before we lost him. So I've decided. I'd like to do just what he said. I know I'm not as strong as I need to be, but I swear to you, I'll train until I am. What do you say? Can I call you my employer? Ich zähle auf dich. Yes, it's official. I'll protect you no matter what. Gute Arbeit. Schön, dass wir diesen Support dann auch noch erledigt haben. So, jetzt. Catherine! Of course. I'd heard of the hero of Daphne, but that was the first time I've met her in person. She's the head of a prestigious noble family? Just like Claude. The Alliance nobility is so odd. Findest du, sie verhält sich nicht wie eine Adlige? Kind of, but I don't mean that in a bad way. You won't find such big-hearted nobles elsewhere. Plus, Judith can drink with the best of them. A woman after my own heart. Okay. Bring mir Schwert bei! Dankeschön. Ich werde immer besser. Ja, meine Freizeit ist durch. Der gute alte Füller hat alles erledigt, was er wollte. So, hier bestimme ich bitte selber. Zeit für eine Menge Unterricht, ha? So, Individualtraining. Ihr habt gehört, die gute alte Hilda kann unter Umständen auch ein bisschen mehr Autorität gebrauchen. Ja. Du machst das. Immer weiter, Hilda. Die alte Laie, du weißt doch eh schon, was wir hier tun. Fuck, so close. Es war so nah dran. Ja, eigentlich bei vielen Leuten ist halt Unterricht sowieso jetzt, guck mal, da hätten wir A+. Das kriegst du aber auch alleine hin. Also mehr Autorität, I guess, ne? Gönn dir ein bisschen mehr. Hau ein bisschen mehr rein. Das schaffst du, Lawrence. Du wirst besser in der Autorität. Immer besser. So, Raphael auch. Ich meine, den Rest kriegen die auch noch so voll, ne? So, und dann können wir bald wahrscheinlich einiges an neue Bataillone einstellen. Und dann sind wir sowieso fast... Wir sind sowieso fast Late Game, ne? Oh. So, Ignaz, was sagst du denn dazu? Bisschen mehr, hm? Ich meine, bei dir ist nicht so wichtig. Du hast sowieso so ein krasses Bataillon. Ich meine, komm, bisschen unterstützen noch in dem Bogen geht easy. Leonie, du hast sowieso... Du hast kein schlechtes Bataillon, aber deins macht nur einmal Boom und das war's. Also schauen wir mal, ob du auf B was Besseres vielleicht tragen könntest, unter Umständen. Gönn dir. Komm, schon mehr Autorität. Mehr Autorität. So. Und wir haben noch... Komm, Lizzie. Komm, wir machen Lizzie noch ein bisschen hoch, ne? Lizzie, komm schon. Ist auf Vernunft. Das schaffst du. So. Und das war's. Toller Unterricht für diese Woche. So, geht nach Hause. Okay, frag. Ich habe meine kleine Schwester bei meinem Großvater lassen müssen, damit er sich um sie kümmert. Ich wollte ihm was Schönes schenken, um dafür Danke zu sagen. Irgendwelche Vorschläge? Einen robusten Gehstock. Oh. Gleich ein Hut. Okay. Ich dachte, das wäre so dein Ding. Keine Ahnung. Und kriegen wir einen Support? Natürlich am selben Tag. Cyril, let's go. Whew, time for a breather. Na, gönn dir. Chill. Hey, Professor. Hey, Cyril. Du warst fleißig. Immer. Ist er immer. Yep. Noticed you have been too. Seems like it's been a real rough day for just about everybody, huh? I've been so busy I still haven't eaten. I hope there's still food left. Ich habe auch Hunger. Ich fühle dich. Hier, nimm dir ein paar Süßigkeiten. Nimm etwas von dem Fleisch, Mann. How come you're carrying that around? Whatever. I'm hungry. When you're hungry enough, just about anything tastes good. What a day. I need a nap, but I still gotta get the dining hall cleaned up. Du solltest dich nicht überanstrengen. Professor, that's funny. You push yourself harder than anybody else. You make me look lazy. Besides, I don't even break a sweat doing this stuff. The day Lady Rhea comes home,
I want her to see the monastery the way it was 5 years ago. That's why I do all this stuff. For her. And the harder I work, the better. Heck, I'd do more than I do now if there were hours in the day. But I can't go without sleep. Tried once. You must think I'm pretty weird, huh, Professor? I'm always on about Lady Rhea, and I'm not even from Fodlan. No, und? I bet most people around here think I'm kind of weird. But I'm real grateful for everything Lady Rhea's done for me. Es ehrt durch solche Dankbarkeit zu zeigen. That's nice of you to say. Real nice. Thanks, Professor. It's good to know you like me. Helps me feel even more at home. I've heard people say that good folks have a heart of gold. Not real gold, I mean. Just they always care about everybody else. Oh Gott, Gold. Even guys like me. Lady Rhea is incredible. But I figure you're just the same, Professor. Dankeschön, Dankeschön. Okay. I guess I gotta give in and get some sleep. I'll get up extra early to make up for it. Good night, Professor. So früh musst du jetzt auch nicht aufstehen, aber gute Nacht, Mann. Gute Nacht. Tolle Motivation. So, wer hat Geburtstag hier? Oh, Lawrence will mich sprechen. Weiter geht's. Well met, Professor. I trust that you have not had any complaints about me lately. Immer. Sollte ich mir etwas Sorgen machen? Scheinbar zum Glück nicht. Angeblich. Good. For any trouble I may have caused, please accept my most humble apology. I've decided that it would be inappropriate for me to continue my search for a spouse while we are at war. I expect that means you will not be receiving any more complaints. I hope that puts you more at ease. Danach Actually, aber, the introspection I've gained setting aside my search has motivated me to amend my conduct. Oh? Schämst du dich wegen deines bisherigen Verhaltens? Gibst du zu, dass dein Verhalten problematisch war? Not the phrasing I'd choose, but you're not wrong. Selfishly pursuing my own desires caused me to behave inconsiderately. For instance, it was arrogant and rude to invite ladies to dine with me purely to evaluate them. Das stimmt. Our experiences in battle have also given me cause to doubt certain preconceptions I once held. Previously, I had considered it a requirement for my future spouse to come from a noble line. I once thought that commoners lacked the power to influence the wider world, as history might suggest. To find a commoner who made a real impact, one has to look all the way back to Nemesis. That was my belief, at any rate. But I realized that I've actually had an influential commoner right in front of me all along. Ja, er spricht von uns, Lawrence, aber, mein Gott. Don't you see? I'm referring to you. You may wield the power of a crest, but you are so much more than just that. Soll ich jetzt eine Braut You werden? to charm everyone around you, to compel them to trust and follow you. Though you may not realize it, that is no mean feat. It is altering the course of history in Fodlan. Your example puts my prior beliefs to shame. Du musst dich nicht schämen. Nicht alle deine Überzeugungen waren falsch. I appreciate the kind words. I have always sought to embody the ideal of nobility. Das merken That, wir. at least, is a goal I continue to stand by. But now I know that bloodline alone is not sufficient to gauge a person's worth. I've learned much of this from you. You are humble and open-minded, despite your power and skill. So humble. That is why I, at least, find you so charismatic. Perhaps that is the wrong way to say it. What I mean is that you set an admirable example. I can only hope someday to be your equal. Of course, you had better keep an eye on me, because I can achieve anything I set out to do. Natürlich. For I am none other than the handsome and talented Lawrence Hellman Gloucester. Ich mag's, wie wir da einfach nur stehen und er sein Herz ausschüttet und eigentlich seine Introspektive nach draußen gibt, aber naja. Ich wünschte, sie würden dann, ich meine, es ergibt Sinn, warum sie auf uns eingehen, aber naja, ich find's fehlgeleitet, ein bisschen, manchmal kommt ein bisschen komisch rüber. Warum sind wir so charismatisch, aber naja. Raphael, let's go, noch mehr Support! Hey, I think you've been working too much lately. Okay. The battle's gonna keep going with or without you, but you're the one doing the most out there. Das ist It's nicht real wahr. impressive how you can focus on giving orders and fighting. I don't think I could do both in the same battle. I see you running all over the place, even after the battle's over. I just don't want you to wear yourself out. Das wird schon. Mir geht es gut. Oh yeah?
as soon as you say you're fine, that's when it hits you. No offense, Professor, but don't you think some folks might be taking advantage of you? Claude keeps asking you to do things, but you never say no. Like when you gave that speech to the troops. That didn't seem like something you wanted to do. I know you gotta follow orders on the battlefield. Kann Reden schwingen. But you shouldn't have to do things off the battlefield if you don't wanna. Ach, du hast Dinge getan, die du nicht wolltest. What do you mean? Like studying? Sure, it's not my favorite thing in the world, but that was to keep my little sis fed. I had good reason for it. Mir geht es genauso. Ich finde es trotzdem interessant, wie Raphael, er ist halt nicht doof oder so, ne? Er ist durchaus smarter, als er manchmal als es manchmal scheint, ja? Es wirkt so, als wenn man manchmal ihm zuhört oder so, ne? Dass er ein bisschen nur ein Himbo ist. Nett, aber hat nichts in der Birne. Aber das ist nicht ganz wahr. Er ist schon gut dabei. Er ist schon aufmerksam. The same, huh? I think I get what you mean. You do things you don't want to do for the sake of everyone else. That's real noble of you, Professor. I guess I can't get in your way if you're doing it for the right reasons. Okay, then. I'm gonna keep trying to do my best. Okay. Now, I'm gonna do it for you. Oha. My little sis is important to me. But you're real important, too. I always work hard for the people who matter to me. And having more of them in my life just means I gotta work even harder. What do you think? Na, wenn du das sagst, also... Du bist mir auch sehr wichtig, Raphael. Really? I wasn't expecting you to say that. You're gonna make me blush. We gotta keep working hard together then. At least until this war's over. I'll work to make sure you don't collapse from exhaustion. You got nothing to worry about, Professor. I've been training non-stop. I got your back, no matter what. Wenn du das so sagst, ne? Wenn du das so sagst. Oh. Okay, wer hat Geburtstag? Noch ein Support, Junge! It has been a while since we last spoke, Professor. Spare me a moment again, will you not? Ich habe 1000 Momente scheinbar, selbstverständlich. You recall how you helped me and allowed me to join your class, yes? Ja. I have learned a great many things since then. Indeed, I have truly grown so much. Bin stolz auf dich. This personal growth is due in large part to you. Mir? And I wish to express my gratitude, sincerely. Aber ich setze dich gar nicht mal im Kampf ein oder so. Aber okay. Weiß gar nicht, ob du so viel gewachsen bist. Excuse me? Are you implying that I am still naive? Nein, das habe ich nicht gesagt. I will have you know that I have made many friends and am constantly learning new things. Okay. Why, when I go to the market alone, I even haggle. Okay. You must be familiar with the delicate art of haggling, in which one negotiates a lower asking price for an item. That is the type of knowledge common only to those as mature as myself. Sure. Wie alt bist du noch gleich? Who? Me? Ja. Have you not asked this once before? It is a bit rude to ask repeatedly, you know. Ne, ich hab's vergessen. Du hast es mir aber auch nie gesagt, scheinbar. Is that so? Well, it seems we have something in common, since I do not know your age either. Come now. There is nothing to be gained from focusing so heavily on age. Touching on a previous discussion, I think I have learned more about you. I mentioned how you possess an air of mystery. I compared you to any old sea, but I have come to realize you are more like a particular sea, one I have seen before. When I was quite small, my mother would take me out to play in the sea. She was an excellent fisher, my mother. I grew to love fish deeply because of her. Worauf willst du hinaus? Well, you see, fish are... Oh, wait. I was talking about the sea, was I not? Du hast mich verloren. I sense that, like the sea, your depths are seemingly impenetrable. Yet, despite your unknowable depths, there is something familiar about you. It's as if we have met somewhere, long, long ago. Du glaubst also, wir kennen uns? No, I do not think so. It is all quite strange, really. Still, I do not think you could be a complete stranger either.
Both your hair and eyes are unmistakably... Oh, apologies. Meine Just Haare muttering und to Augen? myself. It is nothing. Mutterings aside, I mean to say that you do not feel like a stranger to me. For whatever reason, I feel deeply connected to you. And for this, I am glad. Okay. Mehr mysteriöse Dinge von Flane, ja. So mysteriös und komplex. Okay, haben wir noch einen Support? Nee, aber Ignaz hat Geburtstag. Bisschen Tee mit Ignaz, let's go. Was hältst du von... Oh, wir sind in einem Raum, das haben wir auch nicht so oft, ne? Was hältst du von, Camille? Professor, I'm here. I wanted to take you up on your invitation. Habe ich jetzt so einen wertvollen Tee eigentlich angeboten? Scheinbar ja, ha? Gönn dir ein bisschen, Ignaz, ne? Was sagst du dazu? Es freut mich zu hören. Oh, ich will den Kuchen da unten essen. Der ideale Magister. Klassen, die gefallen. Was beunruhigt? Klassen, die gefallen? Ja, natürlich. Nerd. Immer nur am Lernen, ne? Verlässliche Verbündete. Heutiges Befinden. Verlässliche Verbündete. Nein. Heutiges Befinden. Scheinbar habe ich da manchmal so ein extra... Das ist wild. Neue Strategie im Arbeitszeiten der Wachen. Schwächen überwinden. Schwächen überwinden? Schwächen überwinden. Okay. I need to keep training. I know a brush and canvas aren't enough to protect you. Nein, das passt schon. Ermutigen. Yeah! Was ist hier in letzter Zeit los? Was ist denn da kaputt? Ende. Ja, tolle Teestunde. Delicious tea. I'd be happy to join you again whenever you like. Oh, okay. War dein Geburtstag, ne? Jo. Okay. Wir haben die Woche überstanden. Hat ja nur 100 Jahre gedauert. Junge. Noch nicht ganz. Die beiden sind noch dran. Und lasst mich raten, habt ihr noch einen Support am Ende? Dann werfe ich mich einfach vom Stuhl nochmal. Oh, so viel Zeug. Ja, Axt Level 4, Lanze Level 5. Axt Level 5 sehr wichtig. Alles gut. Alles easy, guys. Okay. Was kann ich hier alles machen? Das ist auch ein ziemlich langer Part, ne? Oh, shit. Wir sind durch. Keine Supports. Ich kann noch mit Claude supporten. Ich kann mit Lizzie noch supporten. Aber noch nicht. Setheth habe ich verpasst. Sonst hätten wir eigentlich auch nur noch Flane selber. Das ist auch wild, wenn ich so drüber nachdenke, ne? Das ist wirklich wild, wenn ich drüber nachdenke. Damn. So, was wir machen können ist, ich speichere erstmal und ich wollte mal schauen, ob wir nicht vielleicht ein paar Examen haben. Ein paar Ultima-Examen, die wir abschließen können. Ne, Marianne ist noch nicht nah dran. Hilda hatten wir schon. Und der Rest ist auch absolut noch nicht bereit. Nee. Ja, als nächstes wäre halt... Ja, ich meine, theoretisch wäre Ignaz dran. Oder könnten wir. Aber als Bogenritter wäre er eigentlich gar nicht so ready mit seinen ganzen Sachen. You know? Bogenspezialist. Bogenreichweite plus 2 hättest du ja immer noch, ne? Ja, deine Reichweite wäre immer noch da, du wärst nur ein bisschen mehr unterwegs. So, wie viel Skill und Luck würden wir verlieren? 2, okay, 2, ja, das ist nicht so schlimm. Mehr Movement, mehr alles andere? Nicht verkehrt, ne? Warte mal, wie viel brauchen wir bei dir? Reiten A, Lanze C. Oh, kriege ich das hin bei dir? Schaffen wir bestimmt. Gucken wir erstmal, wenn ich das ein oder andere Ultima-Siege kaufen könnten. So 2. 1 brauchen wir nämlich noch für Marianne. Deswegen 2. Ich habe kein Geld mehr. Coolio, warte mal. Habe ich nicht voll viel Gold zu verkaufen? Moment. Haben wir nicht ein bisschen Asche, was wir machen könnten? Ich wollte doch gerade sagen, ich habe doch irgendwie sicher Gold hier, ja. Wir haben so viel Gold eigentlich noch, was ich holen kann. 7 Stück. Das ist so viel. Ist aber definitiv etwas, okay? Definitiv etwas wert. Die einen oder anderen kaputten Waffen. Ja, ist auch nicht so wild. Es ist halt immer nur 1 Gold. Auf jeden Fall, wir haben mehr. Wir haben mehr Zeug. Easy. Schauen wir mal. Was wäre deine Wahrscheinlichkeit, hier das Examen zu schaffen, Ignaz? Was wäre deine Wahrscheinlichkeit hierfür? Wahrscheinlich nicht so hoch, schätze ich mal. 0. Weil du kein anderes Ding ready hast, ne? Ein bisschen auf Reiten und Lanze bringen, wäre nicht verkehrt, denke ich. Ich denke, das wäre definitiv nicht verkehrt. Okay, Seminar. Seminar-Lanze für Ignaz. Nein, Seminar-Lanze. Seminar-Lanze für Ignaz.
Kriminallanze für Ignaz. Der will einfach nicht. Der will einfach nicht. Der ist nicht da. Hier ist er. Hier ist er, okay. Machen wir das, lernst auch sogar ein bisschen Bogen. Ich meine, für alle anderen ist das irrelevant. Aber für den guten alten Ignaz, der braucht das. Ein bisschen extra Lanze. Das kriegen wir schon hin. Ne, Kollege? This experience is critical. More cards for my sleeve. Nicht, dass ihr das irgendwie braucht, aber du hast Lanze Level 1, ja, ja. Ich meine, immerhin ist er schon auf E+. Fast D. Ist ein Anfänger. Ich bestimme selbst. So. Individualtraining. Erst einmal Claude unterrichten. Claude, gönn den Bogen! Ja, immer mehr Bogen, mehr Bogen. Wo Bogen es? Enttäuschend. So, hier, du. Reiten. Reiten ist bei dir eigentlich voll gut. Du brauchst Lanze vor allem. Reiten ist bei dir gar nicht so low. Now to keep polishing my skills. Ja, wir schaffen das noch. Wir kriegen dich noch zum Bogenritter. Definitiv. Ich kann Flay noch ein bisschen machen, aber ich unterrichte lieber mal die anderen Leute. Das eine, also Flay ist ja nur für Support. Ja, mehr Dingens, ich weiß. Gönn dir, Lawrence. Rein da. Ja. Raphael? Was halten wir von ein bisschen mehr? B+? B+? Geilo. Beim nächsten Mal kümmere ich mich um Bataillone, ja? Da schauen wir uns auch Bataillone an. Der Part geht mir mittlerweile schon zu lang. Das mache ich heute nicht mehr. So. Marianne, was hältst du davon? Ein bisschen mehr Glaube? Glaube auf S? Kriegen wir das hin? Schaffen wir das bei dir? Ich glaube nicht mehr, dass wir das schaffen. Obwohl, ich weiß nicht. Die Punkte sind jetzt auch nicht mehr so viele, die da noch fehlen. Schauen wir mal. So, Cyril. Kann ich aus dir, kann ich mit dir noch ein bisschen was hier gestalten? Kriegen wir dich noch mal ein bisschen besser? Komm, Bogen ein bisschen verbessern, let's go. Mal gucken. Zumindest nicht mehr in dieser Woche. Training beenden. So, hat jetzt noch irgendjemand Support mit mir aufgebaut? Will noch irgendwer? Ist sowieso der Support-Monat schlechthin hier. Jesus. Aber wir haben fast alle, glaube ich, durch. Gott, sind das viele Gespräche. Was lädst du denn so lange die Trainingssession? Ja, sie haben es geschafft. Die sind voll cool. Ja. Wunderbar. Toll gemacht. Okay. Und wir hätten sogar noch einen Sonntag und einen Unterricht. Ich kann noch weitermachen. Eine Woche geht noch. Support? Holy shit. Der Füller hat's geschafft. Keine Supports. Können wir mal ein bisschen ausruhen. Die meisten Leute haben nicht viel Motivation. So, ich bestimme selbst. Ignaz, mein Freund. Erstmal Claude. Claude? Hey, Claude. Individualtraining? So ein bisschen? Bisschen Training? Bisschen Bogen? Bisschen mehr Bogen? Nochmal Bogen? Nein? Okay. Ignaz? Was halten wir denn davon? Das ist Settet. Das ist nicht Ignaz. Da ist Ignaz. Bin ich blind? Ich bin scheinbar blind. Halten wir ein bisschen Lanze? Noch ein bisschen? Nein? Okay. Das war's dann scheinbar. Lawrence, mehr Autorität. Wie viel schaffen wir da? Nicht so viel. Leider. Lizzie. Komm schon, wir bringen dich auf S. Wir kriegen das hin. Raphael, bei dir noch ein bisschen mehr Autorität? Ich glaube, der kann doch bestimmt mittlerweile an dem Punkt was Neues ausrüsten. Hilda hat ganz schlechte Na, sie hat B. Sie hat mittlerweile B? So schlimm ist es nicht mehr. Dankeschön. Dankeschön, dass ich mal nochmal das extra Ding bekomme. Und das war's. Ja, lief okay. In Ordnung. Ist okay. Ist okay. Und lass mich raten. Support? Holy shit. Holy shit. Scheinbar hat der Filler keine weiteren Supports hier. Oh, das war ein langer Part. Das waren viele Supports, ne? Aha. Stärkung, toll. So, letzter Sonntag. Und wie es damit weitergeht? Unwahrscheinlich. Warte mal, wartet. Examen, ja? Ignaz? Er ist kein Pfeil, aber der Bogenritter hat eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass es hinhaut. Es ist super low. Ich meine, es könnte trotzdem hinhauen.
Irgendwo. I guess. Meint ihr, das klappt? Warte mal, was hat Bogenschütze eigentlich für einen Skill? Bogenreichweite nur +1. Du würdest ja sogar wirklich Bogenreichweite plus... Ja, Bogenritter ist immer besser. Immer besser. Hätte keine Ahnung. So, wir speichern und dann probieren wir es mal aus. Und, naja, wenn es halt reingeschissen hat, haben wir halt reingeschissen. Examen? Ignaz, du packst das, ja? Ich vertraue dir. Kein Stress. Außer der Stress, dass du es jetzt schaffen musst. Weil sonst muss ich das Spiel neu starten, okay? Let's go! Ignaz, Ignaz, Ignaz! Komm schon! Er hat verkackt. I can't believe I failed. Ich auch nicht. Und damit danke fürs Dabeisein. Beim nächsten Mal schließen wir Chapter 16 ab. Ja, und dann geht's weiter. Dann geht's in die nächste Schlacht. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Das war Supporter Part. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Bis dahin. Tschüss, tschüss.